Manche Leute haben einfach zu viel Geld. Was war hier eben los? Lieber Tom, sei nicht sauer, aber ich habe einen dringenden Termin bei einem Designer. Ich beeile mich. Versprochen. Bis später. Kuss, Uli. Schade, dass du nicht doch mit eingezogen bist. Du meinst wegen meines handwerklichen Geschicks? Nein, du weißt schon, was ich meine. Ich dachte, das hätten wir lange geklärt. Du bist schuld daran, dass mich mein Vater nicht gefunden hat. Und du hast alles getan, damit ich ihn hasse. Das verzeih ich dir nie. Wo hast du denn den Unsinn? Von Charlie? 100.000, eine Menge Geld. Aber Frau Pyritz hat trotzdem ausgepackt. Und dir, ausgerechnet dir, habe ich vertraut. Was immer auch Charlie dir erzählt hat, sie lügt. Du wolltest dich an meinem Vater rächen. Du hast mich die ganze Zeit nur benutzt. Das ist nicht wahr. Ja. Ja, ich habe dich belogen, aber bitte, Max, glaub mir, ich liebe dich. Liebe, und was ist mit dem Scheck? Du hast Pyritz bezahlt, damit sie auch brav den Mund hält in Zukunft. Ja, ich habe ihr Geld gegeben, aber doch nur, damit sie keine Lügen mehr über mich verbreitet. Katrin Pyritz sollte dir eine rührselige Geschichte über deinen Vater erzählen und nicht als Monster hinstellen. Was ja gar nicht so abwegig ist. Hinter dieser ganzen Sache steckt Charlie. Max, sie ist neidisch auf unser Glück und will uns auseinanderbringen. Oh, du widerst mich an, Clarissa. Von Anfang an hast du gewusst, dass Peter Kaufmann mein Vater ist. Und du hast mich gegen ihn aufgehetzt. Nein, nein, das war doch alles ganz anders. Na, wie denn? Du wirst mir sowieso nicht glauben. Das stimmt. Ja, so wie es aussieht, können wir das Schneiders in München tatsächlich pünktlich eröffnen. Angelo, bringen Sie uns 2 Kaffee? Ja, gern. Und was ist mit den Stühlen? Die sind bestellt. Toll. Uli, und sonst? Ja, die Maler waren schon da. Heute Nachmittag kommt der Tischler und baut die Theke ein. Nein, ich meine privat. Wie gefällt Ihnen München denn? Haben Sie schon Freunde gefunden? Ich hatte bislang keine Zeit dazu. Ich habe mich ein paar Mal mit Millie und Nick getroffen. Oh ja. Wie geht's den beiden denn? Nick jobbt momentan in einer Softwarefirma und Millie fängt nächste Woche ihr Studium an. Publizistik. Na ja, dann ist ja alles Paletti. Ja. Und bei Ihnen? Wie läuft's hier mit dem Umzug? Ja, alles nach Plan. Heute Nachmittag kommen die Möbelpacker. Und morgen eröffnen wir an neuer Stelle. Sie können es kaum erwarten, oder? Ach, das neue Schneiders wird eine der ersten Adressen Düsseldorfs. Hey, das war das alte auch schon. In jedem Fall werden wir beide die nächsten 2 Wochen ziemlich viel zu tun haben. Ja, Sie hier vor Ort und... Und Sie in München. Uli, ich bin wirklich sehr froh, dass ich Sie habe. Danke, aber das in München hätten Sie auch noch locker geschafft. Nein, 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 ich habe mit dem Umzug des Stammhauses schon genug zu tun. Bin wirklich sehr glücklich, einen Mitarbeiter wie Sie zu haben. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Naja, dann hoffe ich nur, dass die viele Arbeit Ihnen nicht die Freude verdirbt. Bitte? Naja, nicht, dass ich mich in 6 oder 7 Wochen nach einem neuen Geschäftsführer in München umschauen muss. Nein, machen Sie sich mal keine Sorgen deshalb. Wie sagen die Münchner? Schau mal moi. Na, wenn Sie das sagen. Uli? Nee, ich bin's. Mist, ich dachte, es wäre Uli. Tut mir leid. Uli wird bestimmt bald kommen. Wenn du mir schon nicht verzeihen kannst, dann versuch mich doch wenigstens zu verstehen. Wozu? Als dein Vater nach all den Jahren hier auftauchte, da ging das ganze Unglück für mich von vorne los. Du meinst, da begann sein Unglück. Gibst mir bitte auch eine? Danke.
Peter hat mir alles genommen, was mir jemals im Leben wichtig gewesen ist. Hast du bitte Feuer? Danke. War's das? Glaub mir, ich war damals so verzweifelt, ich wusste keinen anderen Ausweg. Und dann hast du dir diesen wunderbaren Plan ausgedacht. Ja, ich wollte deinem Vater wehtun. Ich wollte, dass er am eigenen Leibe spürt, was er mir angetan hat. Und dann hat er sich an Charlie rangemacht. Du weißt ja, sie war mal meine beste Freundin. Ach, seltsam, seltsam. Und warum springst du mit deinem Vater ins Bett und ruinierst dieser armen Frau die Zukunft mit ihm? Das war, ich weiß nicht. Schließlich habe ich ihn einmal sehr geliebt. Mir kommen die Tränen. Aber jetzt liebe ich dich. Und du bist der einzige Mensch, dem ich vertraue. Du hast mir meinen Vater genommen. Wenn das deine Art ist, Liebe zu zeigen. Max, als wir zusammen waren, habe ich doch versucht, wieder alles gut zu machen. Wie konnte ich nur so unglaublich blind sein? Morgen, Julchen. Frühstück ist fertig. Morgen, Simon. Nina, Richtig geraten. ich wusste gar nicht, dass du hier übernachtet hast. Hat sich so ergeben. Ist da noch ein Platz frei? Na klar, setz dich. Nimm nur schnell Teller und Tasse. Das kann ich doch selbst machen. Zu spät. Jetzt übertreibst du aber. Komm, keine Widerrede. Schließlich bist du hier Gast. Du meinst wohl Dauergast. So oft wie ich hier übernachte. Komm, Platz haben wir schließlich genug. Ja, aber manchmal komme ich mir vor wie ein Schnorr. Ey, du bist unsere Freundin. Das wäre noch schöner. Ja, aber erst wollte ich doch gar nicht mit Jule zusammenziehen. Ja, schließlich wolltest du eine ganz lockere Beziehung haben. Und jetzt verbringe ich die ganze Zeit hier. Dann sparst du dir die Miete für dein Zimmer in der Pension. Als Besitzerin. Ja. Aber jetzt mal im Ernst, deine Befürchtung, dass Jule zu sehr klammern könnte, das hat sich doch in Luft aufgelöst. Bin ich auch richtig froh drüber. Dann frage ich mich, was sie noch in der Pension hält. Also wenn ich der Grund bin. Nein. Es ist nur... Naja, wenn ich jetzt meine Wohnung aufgeben würde, dann hätte ich das Gefühl, als würde ich meinen Zufluchtsort verlieren. Schließlich braucht jeder Mensch seinen Platz, an den er sich zurückziehen kann. Logisch. Morgen. Guten Morgen. Hey, bist du wirklich hier oder träume ich das nur? Es ist wirklich wesentlich besser als träumen. Das würde ich auch schwer hoffen. Tut mir leid, dass ich nicht damals aus dem Krankenhaus gekommen bin. Hey, das macht doch nichts. Hauptsache, du bist jetzt da. Ich habe auch eine kleine Überraschung für dich. Oh, du bist ja nicht der Einzige. Zwei Verliebte, ein Gedanke. Ich habe mich schon gewundert, warum der Kühlschrank so leer ist. Naja, jedenfalls sind wir jetzt bestens versorgt. Das heißt, wir können den ganzen Tag im Bett bleiben. Ach, und was machen wir dann? Zum Beispiel frühstücken. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich mir das alles spannender vorgestellt. So als Managementleiterin in einem Büro sitzen. Warum verreist du nicht einfach? Oh, da rückt dein Boss zu wenig Freiflüge raus. Nicht einen einzigen. Dabei würde ich Nina so gerne auf eine einsame Insel entführen. Kein Telefon, kein Stress. Nur wir beide. Umgeben von Millionen von Moskitos. Immerhin besser als dieser Blutsauger von Chef. Ich würde auch gerne mit dir verreisen. Aber jetzt muss ich erstmal ins No Limits. Wann machst du denn Mittagspause? Zuerst habe ich noch einen Termin mit einem Eventmanager von Voice & Sound. Naja, ich habe wieder Lust, mehr Live-Acts zu veranstalten. Und wenn Isabel schon eine Konzertagentur hat... Aber das dauert doch nicht den ganzen Tag, oder? Nö, wieso? Naja, meine Haare nerven mich. Die haben Spliss. Ja, dann solltest du zum Friseur gehen.
Jedenfalls wollte ich dich fragen, ob du in der Mittagspause vorbeikommst, um sie mir zu schneiden. Das will ich wohl kaum schaffen. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich mal einen Friseurlehrgang besucht habe? Im Kloster? Und wir haben da alle Glatzen. Oder wir machen es so, du kommst nachher einfach in die Pension. Und wenn nicht so viel los ist, dann schneiden wir dir die Haare. Aber das Bad hier ist viel größer. Und hier sind wir ungestört. Bei mir sind wir doch auch ungestört. Also wenn du willst, machen wir vorher noch einen Stadtbummel und danach lade ich dich zum letzten Mittagessen im alten Schneiders ein. Ach stimmt ja, das habe ich total vergessen. Ihr zieht heute um. Ich muss noch meinen ganzen Barkrempel zusammenpacken, sonst geht er beim Umzug verloren. Wie ich sehe, habt ihr genauso viel zu tun wie ich. Bis später. Max? Wissen Sie denn überhaupt, was für Tag wir heute haben? Das interessiert mich nicht. Was? Lernen Sie endlich selbstständig Entscheidungen zu treffen, wenn Sie noch länger bei Linie Clarisse arbeiten wollen. Ich stehe nie wieder auf. Spätestens wenn dein Magen anfängt zu knurren, wirst du nicht mehr zu halten. Wetten? Die Wette verlierst du. Keiner da. Wenn es was Wichtiges ist. Nichts ist so wichtig, wie hier bei dir zu sein. Jetzt erzähl doch mal, wie war's in München? Hast du Nick getroffen? Ja, klar. Millie und Nick wollten mir gleich die ganze Stadt zeigen. München ist wirklich sehr schön. Aber ich hatte kaum Zeit, irgendwie was Sinnvolles zu unternehmen. Was dachtest du denn? Vielleicht legt sich das ein bisschen, wenn wir das Bistro erstmal eröffnet haben. Wovon träumst du nachts? Von dir. Ach nee, komm, jetzt reicht's aber. Und was ist? Eine Münchner Rufnummer. Na komm, jetzt geh schon ran, sonst hört die nie auf. Okay. Ja? Ja, ich bin am Apparat. Die Presse. Ach, die Herren wollen ein Buffet. Ja. Ja, dann... Herrgott, dann geben Sie ihnen irgendwas zu essen. Ja, danke schön. Angestellte. Scheint dir aber trotzdem Spaß zu machen, am Wochenende zu arbeiten. Ja, von wegen. Nach dieser Woche bräuchte ich eher Urlaub. Tja, damit kann ich leider nicht dienen. Aber wie wär's mit einer Massage? Oh, ich weiß schon, was ich in München vermisst habe. Man kann nur eins haben. Einen guten Job oder eine gute Massage. Die Wahl fällt mir heute nicht besonders schwer. Okay. Jetzt kommen als nächstes die Bilder dran, ja? Aber bitte sehr, sehr vorsichtig. Ja, achten Sie auf Ihre Leute. Hallo. 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 Na, Wow, wenn wir das Tempo beibehalten, dann können wir morgen ja wirklich den neuen Laden aufmachen. das habe ich vor, ja? Tja, dann werde ich mal mein Zeug zusammenpacken. Sie und Nina sind natürlich auch herzlich eingeladen. Morgen im neuen Schneiders. Schön. Und wenn Sie Zeit haben, demnächst auch im neuen Schneiders in München. Eine Eröffnung jagt die andere. Wir kommen auf jeden Fall. 2 Eröffnungen zur selben Zeit. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Entschuldigt. Glaubst du, Nina kann sich frei nehmen? Ist nur die Frage, ob sie auch will. Ja, begeistert war sie heute Morgen nicht, als ich ihr den kleinen Urlaub vorgeschlagen habe. Also, für mich hat sich das eher nach einem Scherz angehört. So das übliche Frühstücksblabla. Mir kommt es eher so vor, dass sie bei allem sofort dicht macht, was ein bisschen nach Nähe aussieht. Nina ist ihre Freiheit eben sehr wichtig. Und das weißt du auch. Ja, aber ich gewöhne mich irgendwie ganz schwer daran. Ich hätte sie so gern Tag und Nacht bei mir. Musst du denn immer mit dem Kopf durch die Wand? Irgendwann, da werdet ihr bestimmt zusammen wohnen. Und ein bisschen was von München habe ich auch schon gesehen. Das Bistro. Praterinsel, chinesischen Turm. Dann scheinst du ja nicht wirklich viel gearbeitet zu haben. Ich habe mir schon ein bisschen Freizeit gegönnt, ja. Ohne mich. Komm, wir haben das ganze Wochenende für uns. Das Handy scheint eifersüchtig zu sein. Lass mich raten. 089 für München. Ja.
Ich mach's nach dem Gespräch aus, versprochen. Ja? Was? Was zum Teufel? Nein, das geht nicht. Ja, weil ich nicht kann. Ja, okay, ich werde es irgendwie hinkriegen. Bis gleich. Jetzt musstest du Frau Schneider und ihr beim Umzug helfen, habe ich recht? Nein, ich muss zurück nach München. Wie, wann? Ja, heute Nachmittag. In 2 Stunden geht mein Flieger. Die Presse ist in Schneiders in München. Und ich muss ein Interview gehen. Was für mit uns? Ich bin heute Abend zurück, okay? Das Bad ist besetzt. Naja, dann waschen wir sie eben hier aus. Warum habe ich mich überhaupt auf dieses Abenteuer eingelassen? Zu Hause wartet ein riesengroßes Bad auf uns. Jetzt stell dich doch nicht so an. Nee, ich glaube, so wird das nichts. Aber es muss. Wenn die Packung zu lang drin bleibt, dann zerstört es die Haare, anstatt sie zu pflegen. Oh, warte mal. Ich habe da eine Idee. Oh nö, das ist nicht dein Ernst. Ich bin doch keine Topfpflanze. Ach, keine Sorge, da war nur Kunstdünger drin. Also los, Kopf runter. Also das nächste Mal, dann machen wir das bei mir. Ich weiß gar nicht, was du hast. Klappt doch prima. Bei dir sieht's noch schlimmer aus als bei mir. Ach, es wird Zeit, dass Elisabeth zurückkommt. Ich möchte sie endlich über die Schwelle meines neuen alten Hauses tragen. Du Romantik. Sie ist immer noch bei Ihrer Schwester? Ja, aber da geht's besser. Na, das freut mich. Komm, lass uns einen Kaffee. Guten Tag, Frau Schneider. Herr Brandner. Ich wollte... Was ist denn hier los? Ja, wir ziehen um. Das alte Schneiders wird an anderem Ort in neuem Glanz erstrahlen. Was man von Ihnen nicht behaupten kann. Ja, ich habe auch keinen Grund zum Strahlen. Cognac? Nein, danke. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Sie hatten recht. Die ganze Zeit hat mich Clarissa nur benutzt, um sich an meinem Vater zu rächen. Wenn ich nicht zufällig beobachtet hätte, wie sie diese Pyritz mit einem Scheck für immer zum Schweigen bringen wollte. Typisch Clarissa. Sie kauft jeden. Es tut mir leid, dass ich Ihnen gegenüber so unfreundlich war, so borniert. Aber wie sagt man so schön, besser ein Ende mit Schrecken. Ich hätte nie geglaubt, wozu diese Frau fähig ist. Bestechung? Ein falscher Pastor? Einbruch? Aha. Clarissa ist in meine Kanzlei eingebrochen und hat vertrauliche Informationen weitergegeben. Ach, stand das nicht sogar in der Zeitung? Das hat mich meine Mandanten gekostet, bis auf Clarissa. Ich war ihr sogar noch dankbar, für sie arbeiten zu dürfen. Sagen Sie, ist Ihr Zigarettenautomat auch schon abmontiert? Nein, nein. Angelo? Können Sie bitte für Herrn Jansen ein Päckchen Zigaretten besorgen? Ja, sofort. Ich verstehe immer noch nicht, wie ich auf Sie reinfallen konnte. Wenn es Sie tröstet, Sie sind nicht der Erste. Wahrscheinlich auch nicht der Letzte. Werden Sie Clarissa denn anzeigen wegen des Einbruchs? Ach nein, ich kann ihr sowieso nichts nachweisen. Das hat sie ja mal wieder schön hingekriegt, hm? Aber dass sie mir die Chance genommen hat, meinen Vater richtig kennenzulernen, dafür wird sie bezahlen. Ist doch schön hier zum Laufen. Ich habe aber echt keinen Bock mehr, weiter hier rumzulatschen. Warum bist du dann überhaupt mitgekommen, hm? Ja, weil ich keine Lust hatte, allein zu Hause zu sitzen und auf heute Abend zu warten. Uli ist es bestimmt auch nicht leicht gefallen, heute noch nach München zu fliegen. Der war so im Stress, der hatte gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Bin ich froh, wenn die 2 Monate endlich vorbei sind. Was ist nun? Kommst du? Wenn der Schneider schon eröffnet wäre, dann hätten wir zumindest die Wochenenden für uns. Weiß Uli eigentlich schon, was er danach machen will? Nee, aber das ist momentan so genervt. Ich bin sicher, er ist froh, wenn er wieder hier arbeiten kann. Ja, und die Möglichkeit, dass du nach München gehst, wie steht's damit? Theoretisch schon. Aber? Jetzt muss ich eine Stelle finden. Und zwar bald. Verstehe. Ja, das ist noch die Sache mit meinem Chef. Der Heidelberg-Geschichte habe ich ihn ganz schön vor den Kopf gestoßen. Nochmal ist es echt nicht drin. Dann wohl doch eine Fernbeziehung. Die 2 Monate, die Uli noch in München ist, die überstehen wir auch noch. Seifert? Uli! Ja klar, kein Problem. Auf der Anrichte oder wo? Mach ich. Ich freue mich auf heute Abend. Bis dann. Ciao. Ich soll Frau Schneider noch ein paar Unterlagen vorbeibringen. Und was freut dich daran so? Uli ist ziemlich im Stress. Ist zwar gemein, aber wenn das so weitergeht, dann bleibt Uli keine Woche mehr da unten.
geht's dir? Geht so. Hast du heute einen schlechten Tag? Nein, überhaupt nicht. Aber ich hatte Scampis bestellt und keine Champignons. Dann tauschen wir. Nein, ich habe sowieso keinen Hunger mehr. Und? Was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Nachmittag? Ich wüsste da was. Was kommt denn jetzt? Jetzt komme ich. Sowas nennt man wohl eine Bruchlandung. Also, bevor ich diese Pension je wieder betrete, schließe ich eine Lebensversicherung ab. Nee, jetzt reg dich wieder ab. Ich will mich aber aufregen. Vielleicht ist das ein Wink des Schicksals. Wie meinst du das? Naja, die Pension möchte mich nicht, also werde ich mir wohl eine andere Bleibe suchen müssen. Meinst du das im Ernst? Mit sowas macht man keine Scherze. Danke, Wofür? dass du zurückgekommen bist. Ich habe nur etwas vergessen. Bitte, Max. Lass uns noch einmal von vorne beginnen. Was? Wie stellst du dir das vor? Ich tue alles. Alles, was du willst, aber bitte, bitte verlass mich nicht. Du bist schuld daran, dass ich meinen Vater verloren habe. Das 2. Mal in meinem Leben. Peter hat sich doch Jahrzehnte nicht um dich gekümmert. Woher willst du denn wissen? Hör auf, dich rauszureden. Finde dich endlich damit ab. Es ist vorbei mit uns. Wenn das stimmt. Warum bist du dann hier? Deswegen. Max, bitte. Geh nicht, ich liebe dich. Was du mir angetan hast, das kann ich nicht vergessen. Aha, aber die Kaffeemaschine nehmen wir schon mit, oder? Ja klar, die macht immer noch den besten Kaffee. Hallo, Frau Schneider. Hallo Tom. Uli hat mich gebeten, Ihnen diese Unterlagen zu Oh bringen. ja, vielen Dank. Möchten Sie einen Kaffee? Nö, danke. Aber ein Stück Schneidertorte, hm? Die ist auch ganz leicht. Eine neue Kreation unseres Hauses. Die Möbelpacker waren schon ganz wild drauf. Es versüßt Ihnen ein bisschen die Zeit bis zu Ihres Rückkehr. Da sage ich natürlich nicht nein. Die Torte bekommen Sie jetzt, sagen wir mal, 1 Jahr lang umsonst. Wollen Sie mich mästen? Nein, ich möchte mich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie Uli nach München gelassen haben und jetzt so eine lange Trennung auf sich nehmen. Ist doch nur für ein paar Wochen. Ach, dann ziehen Sie auch nach München. Was frage ich? Natürlich ziehen Sie um. Was tue ich? Sonst hätte Uli mir niemals zugesagt, den Job auf Dauer zu machen.